Ja, Rheinmetall schauen wir uns an. Rheinmetall heute stark gefragt, 4,6% geht es hier nach oben in der Aktie. Wir müssen mal kurz gucken, was bei Rheinmetall hier überhaupt passiert ist, denn wir hatten hier nochmal einen sehr dynamischen Rutsch zur Unterseite. Das ist diese Bewegung hier, ja, sehen wir hier sehr, sehr dynamisch. Innerhalb von wenigen Tagen, eigentlich von 2 Tagen, ging es hier von 1.200 € runter auf 900 €. Das ist natürlich mal ein richtig dicker Einbruch in der Aktie. Und da hatten wir auch an dem Tag, an dem es hier so dynamisch abwärts ging, drüber gesprochen, dass das wohl ein wenig überzogen ist. Ja, denn wir hatten eben gesehen, dass dieses F-126-Programm der Bundesregierung gestoppt worden ist. Das ist das große Fregattenprojekt. Und wie es aussieht, wird jetzt TKMS hier der Nutznießer sein. Also TKMS wird höchstwahrscheinlich diesen Fregattenauftrag bekommen, der jetzt wahrscheinlich bei Rheinmetall abgezogen wird. Ja, und das hat dafür gesorgt, diese negative Nachricht in einem sowieso schon sehr schwachen Sentiment in der Aktie, muss man sagen, hat dafür gesorgt, dass wir hier nochmal diesen sehr deutlichen, sehr dramatischen Rutsch nach unten sehen. Und wenn wir uns hier vielleicht mal anschauen, das hier war das letzte Mal, wo wir so einen großen Rutsch gesehen hatten. Da waren wir auch schon irgendwo so in der 1.000 € Region in der Vorbörse. Da hatten wir auch zu dem Zeitpunkt dann schon große Käufe durch Armin Papperger, im Prinzip über seine sogenannte ATP Holding GmbH. Und genauso ist es dieses Mal wieder gelaufen. Also wirklich genau an dem Tag, an dem dieses Debakel hier für Rheinmetall stattgefunden hat, hat Armin Papperger nochmal kräftig über die ATP Holding eingekauft. Ja, das Ganze in einer Größenordnung, dass man hier 3.200, knapp 3.200 Aktien erworben hat zu einem Kaufkurs von 954 €. Ja, das war also ein Investitionsvolumen von rund 3 Millionen Euro, was hier nochmal in die Aktie gesteckt worden ist. Und ja, wenn man jetzt eben weiß, dass Armin Papperger hier alleiniger Gesellschafter und alleiniger Geschäftsführer ist von der sogenannten ATP Holding, dann ist natürlich klar, dass er das quasi mehr oder weniger selber gekauft hat. Ja, das gilt also hier als Directors Dealings Geschäft, weil er halt der CEO ist. Vielleicht ist es hier eine Mischung aus einer deutlichen Überzeugung davon, wie es in den nächsten Jahren hier bei Rheinmetall weitergehen sollte, nämlich sehr positiv. Und zum anderen hat Armin Papperger hier sicherlich auch versucht, ein positives Zeichen für den Gesamtmarkt zu setzen, ein bisschen der Panik aus der Kursbewegung rauszunehmen. Und das scheint hier relativ gut funktioniert zu haben, denn die Aktie ist direkt danach hier deutlich angesprungen und zeigt eben heute auch hier diese fast 5% Dynamik. Ich muss sagen, wenn man sich vor allem hier die Bewegung des Kurs-Gewinn-Verhältnisses anschaut, ja, dann hatten wir hier eine lange Zeit, wo das KGV natürlich sehr hoch war. Das ist überhaupt nicht die Frage. Hier waren wir in einem Bereich von einem oberen 50er-Bereich im Kurs-Gewinn-Verhältnis. Das ist natürlich dynamisch, vor allem für eine Aktie, die eben im Moment, wo das zugrunde liegende Unternehmen Schwierigkeiten hat, die Wachstumsrate deutlich nach oben zu schieben. Aber selbst das aktuelle Wachstum ist hier ausreichend, um die Aktie jetzt günstig bewertet wirken zu lassen. Wir liegen im Moment hier bei einem knapp 24er Kurs-Gewinn-Verhältnis, ja, heute ein bisschen höher, weil wir eben schon diesen 5% Anstieg in der Aktie haben. Also KGV ein bisschen über 25, das ist quasi das Niveau, in dem wir hier Anfang 2024 notiert haben. Aber das Price Earnings to Growth, das sehen wir hier, das liegt tatsächlich bei 0,6. Wenn wir hier also die antizipierte Wachstumsrate von Rheinmetall über die nächsten 5 Jahre mit berücksichtigen, dann sieht das so aus, dass wir hier mit unter 0,6 in einem wirklichen Schnäppchenbereich liegen. Ja, so die grobe Faustregel ist, alles, was unter 1 ist definitiv günstig im Vergleich zum Wachstum. Und deswegen würde ich sagen, ist das eine Ausgangsbasis von Rheinmetall so um die 1.000 €, wo wir im Moment stehen, knapp drüber. Ja, dass man sich wahrscheinlich hier auf Sicht der nächsten Jahre relativ gut positionieren kann in der Aktie und im Unternehmen. Ja, und von daher würde ich sagen, schaut euch das Ganze nochmal an. Heute sind wir in einer Situation, wo Rüstungsaktien anscheinend sowieso sehr gefragt sind. Auch eine Hensoldt heute stark unterwegs, eine TKMS sowieso über den neuen Auftrag, der da wahrscheinlich reinkommt. Da sehen wir also ein wenig Entspannung im Moment von Seiten der Rüstungsaktien. Kann natürlich auch damit zu tun haben, dass sich die Ausgangsbasis in Russland noch mal ein wenig verschärft. Ja, da hat man jetzt noch mal besondere Warnungen rausgegeben, Reisewarnungen für ganz Russland und so weiter. Das
ja, schärft vielleicht noch mal so ein bisschen den Blick auch auf den Russland-Ukraine-Konflikt. Aber insgesamt würde ich sagen, für eine Rheinmetall ist das ein durchaus faires Bewertungsverhältnis hier. Und das Wachstum, was wir antizipieren können für die nächsten Jahre, das bedeutet dann am Ende, dass wir hier wahrscheinlich eine ganz günstige Einstiegsgelegenheit haben. Ja, denn wir können ja hier mal ganz kurz auf die Wachstumszahlen draufschauen und da sehen wir 130%, 50% und 40%. Und für dieses Gewinnwachstum ist ein 24er Kurs-Gewinn-Verhältnis tatsächlich nicht im Ansatz zu viel, sondern ich habe es euch gerade gezeigt, ich halte es eher für günstig. Jeden Börsentag um 13 Uhr schauen wir live auf die Märkte, die spannendsten Einzelaktien und eure Favoriten. Welche Aktie soll ich als nächstes analysieren? Schreib sie in den Chat, entscheide mit und abonniere den Kanal, damit du morgen live dabei bist.